Hallo, in dieser Lektion werden wir über zwei nützliche Tools in Excel sprechen: Sortieren und Filtern, die sehr häufig verwendet werden, wenn wir Daten arbeiten. Beginnen wir mit der Funktion Sortieren. Hier sind unsere Daten aus der Einleitung. Wir können sortieren, sowohl vom Home-Menüleiste als auch vom Datenleiste verwenden. Es gibt keinen Unterschied. Das Sortieren von A bis Z bedeutet das Sortieren der Daten in der Spalte vom niedrigsten zum höchsten Wert. Und das Sortieren vom Z nach A bedeutet das Sortieren der Daten vom höchsten zum niedrigsten Wert. Wenn Sie beispielsweise den höchsten Wert in der Spalte mit den Produktkosten anzeigen möchten, müssen Sie eine Zelle in dieser Spalte auswählen und von Z nach A klicken. Wir können sehen, dass der höchste Betrag $3.000 beträgt. Wenn wir den Wert der Spalte von niedrigsten zum höchsten sortieren möchten, müssen wir eine Zelle aus der Spalte auswählen und auf A bis Z klicken. Wie Sie bemerkt haben, ändert sich jedes Mal, wenn wir eine ausgewählte Spalte sortieren, alle anderen Werte aus den anderen Spalten in die Werte, mit denen sie übereinstimmen. Dies ist eines der wichtigsten Prinzipien beim Arbeiten mit Daten. Darüber hinaus können wir die Spalte auch nach Farben oder Schriftarten sortieren. Füllen wir zum Beispiel einige Farben für diese Spalte. Füllen Sie mit Gelb, in einigen Zellen mit Grün und weitere Zellen mit Rot. Wählen Sie eine Zelle in dieser Spalte aus, gehen Sie zu Daten, drücken Sie Sortieren. In diesem Fenster wählen Sie nach Auftragsnummer sortieren, weil wir nur in dieser Spalte Farben haben. Nach Zellfarbe sortieren, zum Beispiel rote Zeilen. Nach oben. Dann nochmal. Ebene hinzufügen. Nach Auftragsnummer sortieren. Sortieren nach Zellfarbe, zum Beispiel grüne Zeilen, wieder oben. Und machen Sie dasselbe noch einmal, aber diesmal mit der gelben Farbe und nach unten. Klicken Sie auf OK. Und jetzt haben Sie die Spalten nach den Farben sortiert. Wir werden diesen Trick verwenden, wenn wir die Bedingung des Formatierungswerkzeugs verwenden. Sortieren ist ein großartiges Werkzeug, um Daten auf einmal oberflächlich zu analysieren. Beobachten wir nun das Werkzeug Filtern. Wählen Sie eine Zelle in den Daten aus und klicken Sie auf Filter. Sie sehen, dass in der oberen Reihe in jeder Spalte ein Zeichen erschienen ist. Wenn wir darauf klicken, erscheinen einige Elemente. Sortieren Sie die Daten wie zuvor mit A bis Z. Filtern Sie die Daten nach Farbe und Nummer. Nehmen wir an, wir möchten alle Bestellungen eines Kunden sehen. Kopieren Sie die Kunden-ID. Öffnen Sie das Filterfenster. Fügen Sie die Kunden-ID ein. Klicken Sie auf OK. Jetzt können Sie alle Bestellungen des Kunden anhand Ihrer Daten anschauen. Die tatsächliche Kundennummer ist die Nummer mit 5 Zeichen. Sie können sie auch hier sehen. Abhängig von der Art der Bestellung in der Datenbank werden diese Codes neben der Kunden-ID generiert, um zu verstehen, welche Art von Produkt er bestellt hat.
Zum Beispiel bedeutet NG Nahrungsmittel und Getränke. Jetzt möchten wir alle Bestellungen dieses Kunden unabhängig von der Art des Produkts sehen. Kopieren Sie nur die Nummer der Kunden-ID. Öffnen Sie das Filterfenster. Fügen Sie es ein. Klicken Sie auf OK. Jetzt sehen wir alle Bestellungen dieses Kunden anhand ihrer Bestelldaten. Super! Öffnen wir das Filterfenster erneut. Hier haben wir viele Möglichkeiten, wie wir die Spalte filtern können, die Zahlen enthält. Gleich, ist nicht gleich, größer als oder gleich wie und so weiter. Wenn wir die Spalte filtern möchten, die den Text enthält, können wir die folgenden Optionen verwenden. Gleich, ist nicht gleich, beginnt mit und so weiter. Filtern Sie beispielsweise die Bestellungen nur aus dem Bundesstaat Washington. Deaktivieren Sie alle Filter. Öffnen Sie das Filterfenster. Deaktivieren Sie erneut alle Filter und wählen Sie nur Washington. Wenn wir die Bestellungen so filtern möchten, dass die Kosten des Produkts mehr als $1000 betragen, müssen Sie Folgendes tun. Öffnen Sie den Filter, Wählen Sie Zahlenfilter, größer als und geben Sie $1000 ein. Wenn wir dann erneut auf das Filterzeichen klicken, gehen alle Filter verloren. Wenn wir nach der Farbe filtern möchten, können wir dies erneut tun. Filter auswählen. Öffnen Sie das Filterfenster. Nach Farbe filtern, zum Beispiel rote Zeilen. Sie haben es geschafft. Danke fürs Zuschauen.